Hallo zusammen! Eigentlich sollte dieses Video nur ein schneller Ostergruß für euch alle werden. Was daraus geworden ist, seht selbst. Ich verspreche euch, zu all diesen hier schnell angeschnittenen Themen wird es noch ausführliche einzelne Videos geben. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Wir bügeln Flieseline H250 in einer Größe von 40 x 30 cm auf die Rückseite unseres Stoffes. Mit einem Trickmarker zeichnen wir Linien auf unseren Stoff, um die Position und Schriftgröße für unseren Frohe Ostern Schriftzug festzulegen. Setzt euren Schriftzug weit genug auf den Stoff, damit er später nicht im Binding verschwindet. Wir wählen eine Schrift, die wir sehr mögen, oder wir schreiben einfach frei. Fangen an mit einem F, achten darauf, dass das R nicht zu weit wegrutscht. Schreiben unser O dazu. H und am Ende ein E. In der nächsten Reihe tragen wir Ostern ein. Fangen wieder gleich an, wäre hier. Tragen unser S ein. Habt, wenn ihr auf dem Stoff schreibt, keine Sorge, ihr schreibt mit dem Trickmarker. Ihr könntet sonst wohin schreiben, es wäre egal, wäre euer S jetzt hier und das würde euch an der Stelle gar nicht gefallen, könntet ihr das immer noch versetzen und würdet später eben dieses S sticken und nicht dieses. Hier, wo dieses S ist, möchten wir das T haben. Das heißt, wir tragen hier einfach unser T ein. Machen das sehr deutlich, so den Haken ein bisschen kleiner und unser falsch gezeichnetes S ist schon verschwunden. Ein E, das möchte ich bauchiger haben. Ihr seht, ihr könnt das machen, wie immer ihr wollt und so oft ihr wollt. Ein R. Und wir enden mit einem N. Das T gefällt mir hier nicht, das möchte ich ein Stückchen weiter rüber haben. Also male ich mir das ein Stückchen weiter rüber. Und achte darauf, dass ich gleich einfach dieses T nehme. Wenn ihr das eingetragen habt und ihr habt noch länger Vorbereitungen und auf einmal verschwindet euer Trickmarker, dann ist das gar keine Schwierigkeit. Bügelt das einfach über, euer Trickmarker kommt dann zurück. So vorbereitet nehmen wir das mit zur Maschine, um zu sticken. Aber wie möchten wir denn nun sticken? Ich möchte gerne das nicht einfach nur so dünn nachzeichnen. Ich möchte keine dünne Quiltlinie haben, sondern ich möchte einen richtig breiten gestickten Buchstaben haben. Das heißt, ich möchte ihn gleich in ganz engen Zickzacklinien sticken. Ich möchte die Zickzacklinien aber nicht immer gleich haben. Um auszuprobieren, wie meine Schrift später aussieht, verwende ich einmal einen ganz normalen Permanentmarker. Den setze ich breit auf und male daraus mein großes F. Mein F mit dem breit aufgesetzten Trickmarker besteht aus breiten Linien und schmalen Linien. Genauso möchten wir das gleich mit einem Zickzackstich auf unseren Stoff sticken. Wir wandern zur Nähmaschine. Unsere Maschine ist fertig eingespannt. Wir haben die richtige Stichbreite eingestellt. Wir haben die richtige Nadel eingesetzt und wir fangen an. Wenn ich nun meine einzelnen Buchstaben sticken möchte, möchte ich, dass diese Längslinien schmal bleiben und diese quer verlaufenden Linien breit werden. Mein Stich wandert hier in die Breite. Ich kann ihn nicht in andere Richtung breit stellen. Mein Füßchen lässt mir genau diesen Ausschnitt frei. Das heißt also, ich muss meine Vorlage, die ich mir erstellt habe, wenden. Das Füßchen, das ich eingespannt habe, ist das Echo-Füßchen. Das gibt mir viele Hilfslinien. Ich habe jetzt hier diese querlaufende Linie vom Fadenkreuz. Dabei achte ich genau darauf, dass diese Linie immer parallel zu meiner vorgezeichneten Hilfslinie verläuft. Dann habe ich immer den gleichen Ansatz und bekomme ein gleichmäßiges Ergebnis. Wir fangen an. Ich möchte an dem äußeren Punkt von meinem F anfangen. Da versenke ich mein Füßchen. Ich achte jetzt wieder darauf, dass diese Linie parallel zu meiner Hilfslinie verläuft und ich achte darauf,
dass mein Ansatz vom Buchstaben genau in der Mitte des Fadenkreuzes ist. Meine Nadel springt hier von der Außenkante Richtung Mitte und wieder zurück. Das heißt, meine Orientierungslinie ist, was auch immer ich mache, diese Linie. Das passt, das sieht gut aus. Also möchte ich jetzt zunächst einmal meinen Unterfaden nach oben holen. Wir nähen also einen Stich. Holen unseren Unterfaden, halten beides gut fest und setzen wieder an. Wir fangen an. Wir halten unseren kleinen Stickrahmen gut fest, konzentrieren uns auf den Anfang des Buchstabens und legen einfach los. Bis in die Spitze. Und dadurch, dass ich nun zuerst ein Stück zurückgegangen bin, habe ich meinen Faden schon gut vernäht. Da brauche ich mich schon nicht mehr drum kümmern. Ich kann also ganz frisch, fröhlich, frei loslegen. Ganz bis zum Ende. Zur anderen Seite. Wandern rüber zum äußeren Punkt unseres Rs. Wir nehmen unsere Nadel aus dem Stoff und schieben einfach unseren Stoff unter der Nadel ein Stück weiter. Wir möchten diese Wanderfäden, die hier lose auf dem Stoff sind, nur von der Vorderseite abschneiden. Auf der Rückseite interessieren sie uns gar nicht. Sollte euer Faden beim Sticken öfter reißen, dann kann das an folgenden Schwierigkeiten liegen. Es kann sein, dass ihr die falsche Nadel eingespannt habt. Ich habe hier eine Mikrotex-Nadel eingespannt. Die hält eine sehr hohe Belastung aus. Und ich habe eine 60er, eine sehr feine Nadel eingespannt. Damit geht das ganz wunderbar. Der Faden kann reißen, wenn der Stoff nicht fest genug eingespannt ist. Der soll also nicht zum Reißen fest sein, aber schon eine Spannung haben. Und der Faden reißt auch sehr schnell, wenn wir unser Quiltfüßchen nicht tief genug auf den Stoff versenkt haben. Um unser Ostern zu sticken, fangen wir genau an wie vorher. Wir orientieren uns an unseren Hilfslinien, halten zu Beginn noch unsere Fäden fest und wir legen einfach los. Da war ich zu dünn.
Unser Frohe Ostern ist fertig gestickt. Nun möchten wir das Ganze noch auf die richtige Größe bringen. Wir schneiden das einmal genau entlang unserer Fließeinlagenkante zurück. Unseren Hintergrundstoff legen wir mit der Vorderseite auf die Matte und die Rückseite schaut zu uns. Und unser Tischset legen wir so, dass die Rückseite des Tischsets auf die Rückseite des schon gelegten Stoffes kommt. Das Ganze richten wir aus, dass wir es genau mittig liegen haben. 5 cm und 5 cm. Das passt. Hier tragen wir nun einmal Ecken ein, um diese später als Briefecken nähen zu können. Dazu können wir unsere Briefeckenschablone verwenden. Wenn wir keine Briefeckenschablone benutzen möchten, können wir das Ganze auch frei eintragen. Dazu legen wir wieder unser Lineal an und wir möchten dieses eine Quadrat markieren. Durch dieses Quadrat zeichnen wir ein X. Wir markieren alle 4 Ecken und gehen damit an unsere Nähmaschine. Wir haben an jeder Seite einen Winkel eingezeichnet, den möchten wir nun nähen. Dafür schlagen wir die beiden Kanten, die beiden angrenzenden Kanten zueinander, sodass wir eine Dreiecksform gebildet haben. Das Ganze sichern wir mit einem Clip. Nun möchten wir genau über diese Linie nähen. Wir haben eine Stichlänge von 1,5 eingestellt. Auch hier verriegeln wir und holen das Ganze nun einmal unter unserer Maschine hervor. So sieht das Ganze nun aus. Wir haben unsere Ecken zurückgeschnitten, eingeschnitten, die Enden versäubert. Wenn wir das an allen 4 Ecken machen, erhalten wir dieses Ergebnis. Nun möchten wir das noch gerne umschlagen. Wir greifen einmal in die Spitze und drehen das einmal nach außen. Und wir schlagen das Ganze einmal um. Unsere 4 Ecken schauen nun schon nach oben und wir haben schon einen breiten Rand, der an den Ecken sehr ausgedehnt ist. Denn wir möchten ja einen doppelten Rand erhalten, das heißt, das schlagen wir wieder nach innen. Wir haben unseren Rahmen nach innen geschlagen, gebügelt und unsere Briefecken sitzen genau so, wie wir das gerne möchten. Nun nehmen wir unser schon fertiggestelltes, gesticktes Mittelteil und schieben das einmal unter den Rahmen. Unser Tischset ist fast fertig. Nun möchten wir noch einmal die äußere Kante absteppen. Und ich sichere mir meinen Stoff nun mit meinem Lineal. Jetzt läuft mein Füßchen über das Lineal und schiebt nicht mehr den Stoff. Und das Lineal kann ich fixiert halten. Und nun schieben wir das Ganze mit. So, jetzt aber das Tischset ist fertig und nun brauchen wir es nur noch hübsch dekorieren und die Ostertage können kommen. Und nach den Tagen starten wir mit neuen Projekten voll durch. Und ich wünsche euch allen frohe Ostertage, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Ich freue mich schon auf euch. Frohe Ostern!